no heroes. No heroes. No heroes, baby. Hello guys, my name is Arman. This deck profile will be spoken in German, but we have English subtitles down below. Und ich fange mal jetzt an. Deutsch ist mir einfacher, auch wenn ich mittlerweile besser in Englisch geworden bin. Und ja, es gibt ja sowieso einen englischen Untertitel. Ich habe mich für Smoker entschieden, weil ich das Deck sehr stark finde. Finde es auch von den meisten Spielern sehr unterschätzt. Klar ist es auch ein bisschen Dice-abhängig, weil du willst gerne First gehen. First ist das Deck extrem stark. Also da weiß ich nicht, wer das Deck aufhalten soll, wenn du auch erst recht deine Curve siehst. Und ja, es hat gut geklappt. Ich bin sehr glücklich, dass ich endlich mal ein Regional wieder gewonnen habe, nachdem ich mehrere Mal hintereinander Finale verloren habe. Und ja, wir beginnen mal mit meinem Deck-Profile. Ich habe gespielt, was wahrscheinlich Staple ist, 4 Vergo. Ja, damit kannst du halt Pankasat-Sachen searchen. Ob das jetzt 5-Kost Smoker ist oder 3-Kost Tashigi. Ja, oder die Eventkarte. Ist halt eine wichtige Karte. Was ich da drin gespielt habe, sehr, sehr geil ist. Sehr gut kommt. Ist 3-mal Baby 5. Du kannst damit Vergo searchen, um wiederum was zu searchen, was du gleich brauchst. Ob das jetzt der 5-Kost-Smoker ist oder Tashigi ist. Gleichzeitig kannst du auch ein paar andere Karten searchen, was ich euch gleich zeigen werde. Und die ist auch quasi auch ein Pseudo-Blockerin, weil die Gegner müssen die halt im Trash setzen. Ansonsten kannst du ja jede Runde searchen. Da habe ich noch 2 Baby 5 2K-Counter. Ja, zählt halt als Target und braucht man halt die 2Ks. Dann habe ich 4-mal diese wunderschöne Karte gespielt. Extrem stark. Das ist einer meiner Lieblingskarten, weswegen ich die auch in dieser Variante geholt habe. Die Rosinante ist wiederum auch mit Baby 5 searchbar. Und ja, von der Karte muss ich halt nicht viel sagen. Die ist halt extrem stark. Dann habe ich 2-mal Monet gespielt. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Ist mit Baby 5 searchbar, aber auch mit Vergo searchbar. Und ja, ich kann es in den richtigen Moment einsetzen. Ist auch quasi auch eine Pseudo-Blockerin, würde ich jetzt sagen, weil die Gegner müssen auch da drauf. Weil du investierst nichts, kannst 2 Don gerestet irgendeinen Charakter geben oder Leader geben und gibst dann noch minus 1000. Ja, die Karte ist halt sehr, sehr stark. Dann habe ich 4 Sanjis gespielt. Ja, das denke ich mal auch ein Staple. Von der Karte muss ich glaube ich nicht viel sagen. Ist eine sehr starke Karte. Auf 3 Dron liebe ich es, die auszuspielen. Und macht auf jeden Fall ihren Job. Erst recht, wenn die KO geht, nehme ich gerne die Karte mit, was ich dann ziehe. Dann 4-mal Tashigi. Ja, wenn man mit der Karte richtig gut umgeht, sehr, sehr schwer für die Spieler. Ob das jetzt ein Flamingo ist, der erst auf 4 Don Law ausspielen muss und dann auf 6 Don Red Talk ausspielen muss, ist halt wirklich extrem stark. Dazu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Man muss halt nur aufpassen, wie man die Karte einsetzt und nicht einfach als 2K benutzt, was ich am Anfang gemacht habe, weil die Karte ist in diesem Format gerade, musst du die mehr spielen, als die als 2K zu verwenden. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn du gerade die nicht brauchst, ist sie halt ein 2K super stark. Dann habe ich 4-mal Chopper gespielt. Ja, spiele ich gegen Agro-Decks aus. Ist ein 7K Blocker, nimmt immer einen Free Attack weg. Und ansonsten, je nachdem, wenn ich den auch als Blocker brauche, benutze ich den auch so halt. Muss nicht nur gegen aggressive Decks sein, wie Zorro oder Bello Betty. Ja, ansonsten 2K, mega stark. Ist halt mit Leader auf 7K und muss man nicht allzu viel sagen. Was ich dann auch gespielt habe, ist auch Staple, 4-mal Smoker. Was soll man dazu sagen? Also die Karte ist unheimlich krass. Wie oft die Karte auch wirklich durchkommt und da ein Live gebandigt wird, ist halt unfassbar krass.
Ansonsten müssen halt die Gegner es countern. Dann geben die mir halt 2 Handkarten. Und je nach Variation im Spiel gucke ich dann, locke ich den ein bisschen, dass er mir 2 Handkarten gibt. Und dann gehe ich dann eher auf das Board. Also ja, ist vielseitig einsetzbar, muss man halt gucken, nur wie und das Spiel halt lesen. Einer meiner Lieblingskarten in diesem Format generell, MVP, ist für mich Carrot. Die ist saustark. Also, ich liebe die Karte. Unfassbar. Was wie gut die kommt in den Games. Erst recht dann, wenn Tashiki liegt, die auch nicht gebounced werden kann. Ist halt, durch die Karte habe ich auch die erste Runde verloren, tatsächlich. Schöne Grüße an den Spanier. Er hat gesehen, ich war gebrochen, war nicht gut drauf. Der hatte 2 Stück davon auf dem Feld. Und ja, da kam ich nicht mehr hinterher. Und dann, wo dann noch der Rudy Jones kam, da war schon Game Over für mich leider. Dann habe ich 2 Ben Beckmann gespielt. Warum 2? Weil ich keinen Platz habe. Ich hätte vielleicht gern mehr gespielt, weil die On Curve auf 7 Don sehr, sehr stark kommt. Aber da halt kein Platz da ist, muss ich den halt auf 2 spielen. 1 finde ich nicht gut, ist für mich random. Das kommt nicht, also wenn überhaupt, spiele ich halt Karten gerne auf 2. Außer es ist jetzt ein Null-Cost-Event oder sonst was. Sowas kannst du halt auf 1 spielen. Dann 3 Hody Jones. Ja, eine saustarke Karte. Kommt im richtigen Zeitpunkt, game entscheidend, wenn du es richtig einsetzt. Warum nur 3, warum nicht 4? Weil manche Leute mich auch gefragt haben, die Karte ist doch so stark. Ja, halt keinen Platz, weil desto mehr du davon spielst, musst du etwas anderes cutten. Und das wiederum ist das Deck dann unkonstanter. Weil du willst ja genug Targets haben für einmal Baby 5 und einmal für Vergo. Und deswegen musste ich den auch runtercutten. Ist aber nicht schlimm. Tatsächlich sehe ich den oft genug. Und normal, wenn ich den nicht sehe, ist auch nicht schlimm, weil der ist halt, der kommt gut, ist aber nicht wirklich jetzt early oder sonst was game entscheidend. Dann 4 Kit. Ja, ist super stark gegen Zorro. Ähm, Manchmal brauchst du 2 Kits, wenn ein Morgan leider draufkommt. Ist mir auch im Topcard passiert. Da habe ich den 2. Kit gehabt, weswegen ich da das erste Spiel gewonnen habe. Und ja, ist halt eine super starke Karte. Auch gegen Lim, wenn die Karte liegt, Lim macht gar nichts mehr. Also für Lim ist Feierabend. Dann neben Carrot, auch einer meiner Lieblingskarte, die absolute MVP-Karte. Wie viele Games weswegen ich gewonnen habe, ist der Tenkos-Dofi. Das ist für mich gerade momentan die beste Karte in dem Format. Und wenn man damit halt richtig gut umgeht, gewinnst du deine Spiele. Ob das jetzt gegen Shanks ist, ob das gegen Purple Luffy ist, die Karte ist wirklich saustark. Was mir natürlich auch das Game 2 gebracht hat im Topcard, wo ich 2-0 gegen Purple Luffy gewonnen habe. Das erste Spiel ging ich First, da war ich halt Favorit. Aber das zweite Spiel auf jeden Fall nicht. Da hab ich schon einen Tenkos gehabt. Und da habe ich halt überlegt, alles durchgerechnet. Gut, kann ich noch eine Runde überleben? Ja, kann ich, wenn ich einen zweiten sehe. Aber wiederum brauche ich auch 2 Don offen für die Event-Karte. Was habe ich dann gemacht? Baby 5 gespielt, eine Runde vorher. Dann war ich ja dran, 10 Don, ich reste Baby 5, 1 Don, treffe die 4. Karte Flamingo, das war entscheidend, damit ich das Game gewinne. Hab dann Smoker-Effekt aktiviert, 1 Don wieder active bekommen, hab dann wiederum Tenkos gespielt, alles gefreezed, bin dann schön noch einmal aufs Live gegangen, da brauchte ich nichts mehr zu machen. Hab dann Leader Ability aktiviert, 2 Don bekommen und gepasst. War ich safe, habe ich dann überlebt und konnte die nächste Runde finishen und habe den noch Hody Jones geklatscht, wo er dann 2 Dons offen gelassen hat und einen Blocker. Ich habe beide Dons gerestet. Warum das? Weil damit er seine Hand nicht recycelt und irgendwelche Tukes nachzieht, da wusste ich, da ist 100% das Game vorbei. Jetzt kommen wir mal zu meiner Eventkarten, was ich gespielt habe. Ein Molgam. Die kam tatsächlich gegen ein Flamingo-Spieler, Kurashi, schöne Grüße, sehr, sehr gut. Kann man halt haben, auf 7 Don ist sie halt sehr, sehr stark. Besonders wenn schon Smoker liegt, dann kannst du theoretisch einen 5-Kost spielen und die aktivieren. Ist sau stark.
Also in deinen 7 Don-Turn, wenn der Smoker liegt, also vorher schon gelegen hat auf deinen 5 Don, würdest du dann auf 5 Cost, spielst du dann auf 5 Don spielst du dann Carrot aus und dann aktivierst du noch äh, aktivierst du Leader Ability oder Smoker Effekt, da hast du noch genug Dons über und dann aktivierst du die Karte, schießt was, machst du was Minus, gehst dann da drauf. Ist sau stark, also die kam gut, aber würde ich tatsächlich auf eins lassen. Die ist jetzt nicht so, wo ich jetzt vielleicht auf 2 hochgehen werde. So ist es nicht. Dann auch mittlerweile einer meiner Lieblingskarten, diese Eventkarte, Iglo. Das ist ja, phänomenal. Gibt plus 5000, wenn du das auf einen Angriff aktivierst oder du counterst den Angriff aus und gibst einen anderen minus 2000. Das ist einfach sau stark. Und die Karte ist auch searchbar mit Baby 5, aber auch mit Vergo, was das Deck noch ein bisschen konstanter macht. Dann spiele ich die letzte Karte, ein Null-Cost-Event. Ja, kannst du searchen mit Baby 5. Ist eine sehr gute Karte und da du halt auch einige Bricks spielst, die jetzt keine Counter haben, kannst du dann irgendwas abschmeißen, um es zu countern. Und ja, also das war mein Deck-Profile. Kommen wir zu meinen Matchups. Also prinzipiell will das Deck First gehen. Das ist ja wahrscheinlich für vielen klar. Du musst halt gucken, dass du auf den 10-Cost Dofi baust. Gegen viele Matchups. Ja, die Karte ist wirklich für mich die absolute beste Karte gerade im Format. Nicht der 9-Cost Shanks, sondern der 10-Cost Dofi. Also, ich habe sehr viel Spaß mit diesem Deck. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das Deck ist auch sehr, sehr stark. Ob ich es in Paris spielen werde, dieses Wochenende, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall hier 1, 2 Karten ändern. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich werde es mir dann überlegen, ob ich es in Paris spiele. Es ist sehr, sehr stark, aber ich liebe es auch, andere Decks zu spielen. Und damit das nicht langweilig wird. Aber ja, mal sehen. Mal sehen, was die Zeit mit sich bringt. Und was ich noch erwähnen wollte, ich wollte erstmal ein paar Leute noch schöne Grüße wünschen, die mir auch geholfen haben. Ganz besonders Moody, einer der Gründer von noHEROES, der an mich geglaubt hat, aber auch an das Deck geglaubt hat, der gesagt hat, spiel das. Er hat das dann auch gespielt, hat auch gut abgeschnitten. Und da möchte ich denen auf jeden Fall liebe Grüße wünschen. Aber auch an meinen LMB-Kollegen, mit denen ich da war, mein Teammate Fabian Gottglück, aber auch Luca, einer von den Hevorvir, von den Kroatenjungs, super saustarker Spieler, die mit mir getestet haben. Auch Kurashi, Rua, Sirius, die muss ich alle schöne Grüße wünschen. Und da haben wir viel getestet in LMB in Athen. Aber auch die griechische Community, das will ich auf jeden Fall nicht vergessen. Mega, mega, mega coole Community, sehr, sehr nett. Die Locals haben Spaß gemacht, das Regional-Turnier hat Spaß gemacht. Ich habe wirklich nur sympathische Spieler erlebt und ist mir tatsächlich noch nie erlebt. Also, das ist das erste Mal, wo ich auf dem Event war und dachte mir, wow, wie cool sind die alle. Ganz entspannt. Und, aber auch die Judges, alles war gut organisiert. Turnier ging vielleicht ein bisschen zu lange, aber ja, das ist halt so beim Tagesevent, wo man dann noch Topcut am selben Tag spielt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne unter meinen Post im Twitter Fragen stellen. Ich versuche es dann zu beantworten. Werde es wahrscheinlich nicht alles beantworten, aber genug Sachen werde ich auf jeden Fall beantworten. An dieser Stelle wünsche ich euch noch alles Gute.